Und da sind wir wieder, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns heute Lars Ulrich 40 Jahre bei Tama. Und ich habe da schon mal ein bisschen reingeguckt, aber ich habe extra auf dieses Video drauf gewartet. Wollte das gerne mit euch zusammen angucken. Und wie ich das so ein bisschen rausgesehen habe, geht Lars wirklich von Schlagzeug zu Schlagzeug, die er damals hatte. Und wie ihr bestimmt schon im Hintergrund seht, ne, das berühmte weiße Schlagzeug, hier, das berühmte weiße Schlagzeug von der Black Album Zeit oder hier von Justice for All oder jetzt das hier in der Mitte aktuell von 72 Seasons und erzählt immer was bestimmt dazu und ja, bevor ich mich nochmal mehrmals verquassele und stottere oder sonst irgendwas, gucken wir uns das Video zusammen an. Let's go! The first real drum kit I got was a Camco kit. It was a single bass drum with 4 rack toms. I think I got that either late 81 or early 82, and the first shows that we played around Southern California and the first shows we played in Northern California in the fall of 82 were on this drum kit. And then in 83, when Cliff joined the band, I added a second bass drum and recovered the Camco kit all in black. This was also the drum kit that got stolen, I believe, in early 84. One morning we got a call from one of our crew guys saying that the whole truck was just gone. Our new managers had a relationship with Rush. I found myself on the phone in the fall of 1984 with Neil Peart, who obviously at that time was the #1 guy on that pyramid, certainly was at the very top. And as an aspiring drummer, talking to Neil was just crazy cool. And I had understood, the overlap between Camco and Tama. And Tama was basically my first choice. So one thing led to another, and I was talking to Neil, and then he sort of connected the dots and put me in contact with the good folks at Tama. Talking to him and having him help open the door to this relationship that's been in place for 40 years was an amazing way to kick it off. And Tama was what I was after, and Tama is where I ended up. Ja, muss ich mal kurz unterbrechen. Also schon echt krass und auch natürlich für eine junge Band wirklich was für eine junge Band richtig scheiße ist, wenn der komplette Truck mit dem ganzen Equipment gestohlen wird. Oder gestohlen wird. Das ist echt krass. Also, wenn ich herausfinden würde, dass mein Schlagzeug geklaut würde oder sonst irgendwas, Alter, ich würde austicken. Und war interessant zu hören, so was er damals hatte, dass er nur ein Drumset hatte mit einer Bass und auch 3, 4 Toms und dann später dann die zweite Bassdrum gekauft hat und das dann auch, wie ich das richtig verstanden habe, das Schlagzeug dann schwarz gemacht hat. Habe ich ungefähr auch gemacht, nur halt nicht schwarz angemalt, sondern mit so einer Klebfolie von Obi einfach. Gehe da schon länger her. Gehe einfach an das Regal lang, weil ich irgendwas besorgen wollte von Obi oder einen anderen Baumarkt. Es gibt viele andere Baumärkte, nicht nur Obi. Und da sehe ich da so diese Klebfolie mit einem coolen Marmor-Look. Und dachte mir so, das ist mein Schlagzeug? Wieso nicht? Habe mir erstmal eine Tom genommen, erstmal ausprobiert, wie sieht das aus? Kriege ich das überhaupt hin? Ich mit meinen 2 linken Händen oder mit meinen 2 rechten Händen. Und das ist jetzt, wie es jetzt aussieht. Die Spannringe und die Spannblöcke habe ich auch alle abmontiert und schwarz angesprüht. Und jetzt ist es komplett schwarz. Die Toms und so alles. Und wusste ich gar nicht, dass ich so ein bisschen handwerklich jetzt nicht, aber so ein bisschen
dass ich das hinkriege. Ne? Wir gucken weiter. To me, Tama were the coolest, and it felt fresh and edgy, and it was built more durable and was more sort of like a higher level of engineering. They have a presence and a feel. The bottom line is the versatility in all the different Tama lines allows you to go into these rabbit holes and sort of see what's here. I mean, it's just endless. I'm very proud to say that 40 plus years later, it's just been a great ride, and everybody always goes out of their way to help and to step up in any way that they can. And I think that's what makes a relationship so special. Also, ist schon krass, dass also es gibt, glaube ich, nicht so viele Schlagzeuger, die wirklich bei einem Schlagzeughersteller bleiben. Ne? Also Lars hat ja gerade erzählt, dass er schon seit über 40 Jahren, also dass Metallica und Tama so einen Vertrag haben, seit über 40 Jahren, oder dass Tama seit über 40 Jahren Metallica oder jetzt Lars unterstützt mit Drums, Hardware und so. Und das ist wirklich immer noch eine gute Zusammenarbeit. Ne? Es gibt ja immer zu hören, der Schlagzeuger verlässt Pearl oder Tama oder was gibt es noch für Hersteller? Tama, Pearl, wen gibt es noch? Das sind so die zwei größten, die mir gerade einfallen. Und oder hier Beckenhersteller, ne? Eine gehen vom Meinl oder gehen vom Peiste weg. Ne? Also das kriegt man ja auch ab und zu mal so mit, wenn man halt ein paar Drummer über Instagram folgt. Ne? So, ne? Habe jetzt eine neue Band gegründet, deswegen wechsle ich auch jetzt den Beckenhersteller. Ne? Also ja, zu Thema Becken möchte ich auch noch mal was kurz sagen. Wie ihr seht, oder vielleicht kennt ihr das von meinen älteren Schlagzeugvideos, habe ich ja überwiegend bis auf 1, was jetzt gerade nicht hier ist, hauptsächlich nur Peisterbecken. Und im letzten Video habt ihr bestimmt hier gesehen, dass hier auch noch ein Schlagzeug stand, was jetzt im neuen Proberaum drin ist. Da gibt es auch nochmal ein Video für. Also zeige ich euch mein neues Schlagzeug im neuen Proberaum von meiner Band. Und da habe ich mich dann entschieden, dass ich für dieses Drumset keine Peisterbecken nehme, sondern meine Becken. Und habe auch schon 2 besorgt und die klingen schon sehr, sehr geil. Also ich bleibe praktisch Peiste treu, aber besorgt für ein anderes Schlagzeug meine Becken, weil ich die einfach, weiß ich nicht, ich fand die auch sehr, sehr cool durch Six Samus, ist auch ein sehr berühmter YouTuber, der auch sehr viel Videos macht zum Thema Schlagzeug und so, und ich gucke mir sehr, sehr gerne seine Videos an, und er hat ja auch meine Becken und kriegt auch ab und zu mal von Meinl ab und zu mal neue Becken, ne, wo er sich mal austoben kann und so, und auch so ein bisschen hier ein bisschen Werbung machen kann. Und so das eine oder andere Becken von Meinl hat mich schon angelächelt, besonders das eine 18 Zoll Shiner Becken. Das sieht echt cool aus. Ich habe jetzt nicht genau einen Namen im Kopf, aber ich kann auch mal ein Video machen, wo ich euch mal erzähle, welche Becken oder ich mache mal ein Video von dem Schlagzeug und ein Video von dem Schlagzeug, was im neuen Proberaum ist. Einfach mal, um euch zu zeigen, hier, das sind meine 2 Drumsets und das habe ich. Ne? Ich denke mal, für den einen und anderen Schlagzeug ist das bestimmt auch sehr interessant. Ja, also, wir gehen jetzt erstmal weiter. What's the first thing that comes to mind when you look behind you and you see all of them in the same room at the same time? Oh my God! Kaufen. Look at that. I guess the first thing that comes to mind is, for all the choices and different finishes, I think we did pretty well. They look good together, don't they? They look really good together. Well, look at this. We start way back, Ride the Lightning, Master Puppets. These are the actual drum kits, This is not make-believe. These are the actual drums.
If anybody out Original. there is questioning the durability of duct tape, let me just tell you, there's duct tape here from 38 years ago. Und hält immer noch. Chrome was just not so much for the metal thing, but more that the idea that the lights would always reflect. And then I loved these rims to give a little bit, you know, of a different flavor and the detail. And it's kind of cool to see the different logos here. In the early days, you know, it was every young kid's dream to have the logo of their band on their bass drum, because that was what all your heroes did. After you do it for a few years, then you go, okay, I've done that. We had the logo on, and then by the time we went over to the Justice kit, this is 88, 89, just the gray and the black. I love that sehr, sehr color cool. combination. And I remember doing black hardware was not something that just rolled off the assembly line at the time, so that was definitely kind of came out of the special relationship. And just standing here now, I mean, the fucking size of these drums, it's crazy. This is back when bigger definitely was better. This is starting to streamline a little bit. I still had a hi-hat on each side. I would play some of the faster songs like Battery or Fight Fire, and the thought was that if I was playing it open, I could get more kind of whack in the snare and get more weight in the snare rather than playing it like this. On to the Black Album. Das ist natürlich das Schlagzeug, das wirklich sehr, sehr iconic ist. Auch jetzt, wenn man an Metallica oder an Schlagzeug denkt, dann denkt man natürlich gleich an das schwarz-weiße Schlagzeug von Tama, was Lars Ulrich hatte in der Black Album-Zeit. Und ja, ist einfach, wenn man mit Schlagzeug angefangen hat, dann ist das, glaube ich, so eins der, dieses Schlagzeug möchte ich gerne haben, so ungefähr, ne? We kept the black hardware. Drums are white. Still doing the extra hi-hat over here. And I think the sizes here are actually one notch up. I think this is where it's peaking in terms of the bigger is better. I think this may actually be a floor tom that's hanging here. Look at this. Whoa, shit, it just came apart. Kaputt Stuff gemacht. only holds up 30 years. Look at this drink holder. That's, I think, custom made. But look at this black hardware. Look how cool. This is taken from the Justice album. The lugs and the drum hardware was black, but here all the cymbal stands also were black. Well, you brought this out for a couple music videos in the last couple of years, is that right? Yes, for the Lux Eterna and Darkness. We found ourselves shooting these videos before Und the Screaming yellow and black Suicide drums had come in. So yes, a morph of this was used for those videos with fewer toms and so on, but definitely. Onto the Load era, the Silver yeah. Sparkle kit. Yeah, Ian Pace from Deep Purple may have something to do with this. When I was growing up, and he was like my first big drum hero, my first idol, he had a Silver Sparkle kit. This is obviously a significant transformation from the craziness of the earlier kits with the 4 rack toms and even ending up mounting floor toms as the rack toms over there. A bit of an epiphany in on the '94 tour. So this is the first go around with 2 rack toms instead of 4. And also they've shrunk a little bit in the wash. Had a ride cymbal over here. I think by this time the hi-hat on the right side had gone bye-bye. The second tom, it also bears noting, is over the years was actually dubbed the coffee table because it was where we would put my drinks and my towel or my sticks or whatever. I believe the first time where I had the bell brass out
You know, in the Guinness Book of Records, the bell brass snare drum is designated as the loudest snare drum. But this is definitely the transition of the downsizing of the drums. The second in the series of... Tut mir leid, wenn ich ganz kurz unterbrechen muss. Wenn ich mir ein Schlagzeug aussuchen könnte, also jetzt von den Drums nur mit 2 Toms, also das grüne, orangene, das, wie sagt man denn dazu, Violett, die Purple Farbe oder das Gelbe, würde ich mich für dieses entscheiden, weil das Grün, also ich mag die Farbe Grün einfach und dann würde ich mir dieses Schlagzeug nehmen, also das sieht echt sehr cool aus, finde ich. Sparkly drum kits, and here, boys and girls, it's green, as you can tell. This is Sieht geil aus, finde the ich. St. Anger cycle. Sparkles cool on stage, under the lights, and green was the next. I guess maybe like we talked about, you know, silver tied to some things with, say, Ian Pace, Deep Purple, or more classic rock drums. But green certainly holds the designation of being the first kind of random color thrown in there. There's less shit happening here. This is for a China, but the hi-hat has gone away. The ride cymbal has gone away. There's fewer stands. This is the next installment in the continuous shrinking of everything. This is the first so-called Lars Ulrich signature snare drum. Thank you very much. It's got the diamond plating and made of steel. And having my own snare drum at Tama was obviously also super fucking cool. Habe ich natürlich auch, nicht die Originale, aber eine Kopie. Und habe ich seit 6 Jahren bei mir. Viele Arbeitskollegen und Freunde haben mir einen Gutschein geschenkt. Dann habe ich mit dem Gutschein dieses Snare mir dann bestellt. Und die kamen dann auch nach ein paar Wochen dann auch an. Und ja, also erstens sieht die richtig cool aus, finde ich. Und vom Sound, egal ob jetzt, wenn du jetzt einfach so spielst oder wenn da jetzt der Sound über ein Mikrofon und dann ab in die Ohren, wirklich ein sehr, sehr cooler Sound. Also ist auch leicht zu stimmen und so, also ist eine wunderschöne, coole, auch laute Snare Drum. This is the orange kit from the Death Magnetic cycle. Again, the idea is under the stage lights that reflects and looks cool and bounces shit off. I think these drum kits are fairly identical in their sizes. This is a newer version of the Lars signature snare drum. Obviously, when you're standing here next to these newer ones, they're less stitched together with gaffer tape, and there's less nicks, and what are they, 15, 16 years old? They still look remarkably ancestfully fresh. Auf jeden Fall. I mean, you can't fuck with orange drums, just so you know. Hardwired to self-destruct. This is it right here. Purple, deep purple. Yeah, you deep know, purple is there style. a deeper connection once again to Deep Purple? Very well could be. This is the next in the color wheel of sparkly drum kits in cool, somewhat unusual colors. It's still the whole idea of the stage lights, the role of the stage lights. And you get a little bit of that here with this extra next level lighting that's been brought in. But you see how it sparkles. They were very impulsive decisions. What color do you want for your next drum kit? And I'd like look out the window, oh, orange. Which brings us right up to date to the M72 tour. And now we are back to being inspired by the album artwork. Yellow and black. This is the first non-sparkly drum kit since, I guess, the Black Album. And what's so special about these and so cool is that we're now back to the
black hardware, specifically the rims and the lugs and the legs of bass drums. And this is the only thing that Tama's doing today that has black hardware. 72 of these coming your way. I have 4. Actually, I have 5. Actually, maybe do I have 6? I have 6. I have 6, and there's 72 that's going to be for sale. So there's 78 of those. That's 9 years in Danish public school. Gets me to 78 drum kits. 72 of these bad boys are rolling your way in October. Maybe you're one of the 72. This has been a bit of a trip down memory lane, close to 40 years worth of drums. Thank you for taking this trip down my 40 years with Tama. To stand here now with all these drum kits and what all these drum kits represent in terms of memories and concerts and, as they say, blood, sweat, and tears is just crazy. And imagine if all these drums could talk and the stories that they would tell you. How fucking insane would that be? But thank you, Tama. Thank you, Hoshino. I'm Lars Ulrich and I proudly play Tama drums. Sehr cool. Ja, haben wir wieder viel erfahren. Lars hat immer was erzählt zu seinen Schlagzeugen. Und ja, was ist euer Lieblingsschlagzeug von Lars, die er in den letzten Jahren benutzt hat? Also mein Lieblingsschlagzeug ist natürlich das Black Album, das weiße Tama-Schlagzeug von der Black Album-Zeit und das grüne von der Zen Angers-Zeit. Das aktuelle gefällt mir auch sehr, sehr gut. So gelb und schwarz hat irgendwie was, finde ich. Was natürlich auch ein krasses Schlagzeug war, ist das von der Master of Puppet Zeit. Auch sehr, sehr groß und gewaltig und viele Becken und alles. Und aber ich habe auch mal eine Zeit lang jetzt nicht, aber in den letzten Wochen in den alten Proberaum auch mit 4 Toms gespielt, auch hier. Aber ich habe aber gemerkt, so mit 4 Toms, das Ride-Symbol, also das Ride-Becken oder das Shiner-Becken ist irgendwie so ein bisschen zu weit weg. Ich hab's gerne hier weiter. Also, wenn ich jetzt. Warte. Hallo. Also, ich hab's eher gerne hier und nicht hier und will auch nicht so spielen, sondern so ein bisschen mehr in der Mitte, sag ich jetzt mal. Und, aber an den Schlagzeug, also das Schlagzeug, was jetzt im neuen Proberaum ist, da habe ich aber hier noch eine 8 Zoll Tom. Also ich spiele praktisch mit 4 Toms, aber die 14 Zoll Tom habe ich weggelassen. Ich habe es natürlich erstmal ausprobiert. Vielleicht mache ich sie mal wieder dran, um halt zu gucken, oh, geht doch. Ist gerade auch sehr viel. Ich probiere mal so ein bisschen aus. Ne? Jede Woche oder einmal im Monat so ein bisschen kriege ich so Gedanken oder so Ideen, so, ich mach's mal so, ich baue es mal so auf oder so. Ne? Ja, aber ne, ich hab's gerne, das Shiner-Becken oder das Crash oder das Ride gerne so ein bisschen mehr hier und nicht so weit rechts. Ne? Und ja, sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat's auch hat mir auch sehr gut gefallen, das Video. Man hat wirklich von mir ein Schlagzeug mal so eine kleine Story bekommen. Und ja, war ein interessantes Video. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Und ja, bis dann. Ciao.